Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden. Hier die Eindrücke vom Campingplatz Halbendorfer See. Der Naturcampingplatz zeichnet sich aus durch seine Familienfreundlichkeit und durch seine vielen Freizeitangebote im Umfeld. Weiter ging es nach einigen Tagen Richtung Most auf den Campingplatz. Hier zu sehen Matilda in der Nähe von Most. Hier sehen wir die Rezeption von diesem Campingplatz, wo man sich anmelden kann. Zu diesem Zeitpunkt war er schon geschlossen, weil das noch 20 Uhr war. Für 12,50 € pro Tag haben wir hier einen Stellplatz bekommen. Hier die ersten Eindrücke vom Campingplatz Matilda, die Sanitäreinrichtung überraschend sehr ordentlich und sehr sauber. Hier die Ver- und Entsorgung für Schwarzwasser und Grauwasser sowie die Versorgung von Frischwasser. Ja, der Campingplatz Matilda in der Nähe von Most. Hier die Stellplatzwiese für Wohnmobile, Gespanne, Zelte jeder Art. Hier haben wir die Stromanschlüsse verteilt auf dem ganzen Campingplatz. Also wenn ihr dahin fahrt, möglichst eine ordentliche Verlängerung mitnehmen, wenn ihr Strombedarf habt. Ja, da sich der Campingplatz unterhalb der Rennstrecke von Most befindet, empfehlen wir in den Sommermonaten eine Reservierung an Rennwochenenden, wenn ihr dorthin fahrt. Natürlich ist hier teilweise abschüssiges Gelände und genügend Ausgleichskeile sollten hier vorhanden sein.
So stehen wir heute an der... Wo stehen wir, Chantal? Keine Ahnung. Wie hieß der Fluss? Elbe. Elbe, genau. Die Elbe. Da zeigen wir euch mal den Stellplatz ganz kurz, wo wir stehen. In der Zwischenzeit ist Essensvorbereitung. Was gibt's heute? Das zeige ich dir dann. Was gibt's denn heute zu essen? Hähnchen. Hähnchen. Für die Schlange. Für die schlanke Linie. Ich tippe mal Omnia. Ja, steht hier. Okay. Und wir schauen uns in der Zwischenzeit mal den Stellplatz an, wo wir stehen. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, hier auf unserer Tour. Wir sind wieder auf dem Rückweg. Wir haben hier einen schönen Stellplatz angefahren. Den wollten wir euch mal zeigen. Im Hintergrund die Elbe. Und es hat jetzt gerade aufgehört mit Regen. Wir hatten einen schönen Wolkenbruch. Und wir zeigen euch mal den Stellplatz, wo wir stehen. Ein ganz toller, netter Stellplatz, eröffnet 2020. Ja, von hier geradeaus ist die Zufahrt. Das werden wir euch auf jeden Fall noch mal mit einblenden in der Karte. Das ist das Areal. Hier fahren gerade 2 rein. Ein Gespann fährt rein und ein Wohnmobil. Wichtig ist dabei zu bedenken, hier vorne haben wir ein großes Schild. Bevor wir den Platz befahren, sollt ihr euch anmelden. Da steht auch eine Handynummer und da könnt ihr euch anmelden. Der Platz ist ausgestattet mit einer Küche, Toiletten, Duschen, alles was das Camperherz so begehrt. Das finden wir hier in dem Gebäude. Dann haben wir Fähr- und Entsorgung. Hier hinten Wasser, Grauwasser, Schwarzwasser und Strom haben wir auch. Das zeigen wir euch ganz kurz. Der Preis 25 €, alles inklusive. Das heißt, für 25 € könnt ihr hier alles nutzen. Der Strom ist inklusive, die Fähr- und Entsorgung ist inklusive und ihr habt einen wunderschönen Blick hier auf die Elbe. Wir haben hier flussabwärts, hier geht es Richtung Dresden und hier in Richtung Bad Schandau, Tschechische Republik. Von da sind wir ja gekommen. Ja, liebe Freunde, der Platz hier von hinten und hier haben wir eine große Fläche, wie wir sehen können. Hier stehen auch Trailer von Booten. Hier haben wir einen Booteneinlass für Grauwasser. Hier haben wir die Zapfanlage für Frischwasser. Und hier haben wir die Entsorgung richtig schön getrennt für Toilette. Ist natürlich ein bisschen hoch für diejenigen, die das jetzt mit Tank entleeren müssen. Aber ich glaube, die können auch hier das entleeren. Gehe ich mal davon aus, weil das ja ziemlich groß ist, dass hier das Schwarzwasser mit entleert werden kann. Ja, der Platz umfasst 25 Stellplätze für Wohnmobil. Karawan kann ich jetzt nicht sagen, also Gespann kann ich jetzt nicht sagen, aber es steht jetzt ein Gespann mit hier, also wird es auch mit geduldet. Und ihr steht hier wunderschön direkt an der Elbe unter Bäumen auf Wiese oder Rasengittersteinen, etwas außerhalb von Pirna. Wir haben die Stadt Pirna hier zentrumsnah, circa 10 Gehminuten bis ins Stadtzentrum. So, wir sind jetzt mal zurück in der Küche. Es wird eng. Sagt Mama, es wird eng. Oh, jetzt kriegst du rein. Dann kocht es über. Wenn ich das sage, dann ist es drin. Du willst ja auch noch Käse drin haben. Ach, Käse kommt ja auch noch drauf. Das sieht lecker aus. So, dann müssen wir das dann so. Und tun wir das so, ja. Hat es einen Namen, das Gericht? Der Horners.
Chantal, hat es einen Namen? Omja-Gericht. Omja-Gericht. Willst du, was ich jetzt mache? Wir haben Keine Ahnung. den Rest von dem Käse. Jetzt kommt schön Käse drauf, oh lecker. Ich mache das jetzt mal so. Frei. Dann haben wir nämlich auch noch den Schnauze. Rest von dem Cheeto. Ja. Also wie gesagt, wir sind heute zurückgefahren aus der Tschechischen Republik und Deutschland regnet es. In Tschechien hat es heute nicht geregnet. Wo wir losgefahren sind, egal. In der Tschechei. So, wir haben jetzt aber dennoch hier ohne Heizung, ich zeige es euch mal, 17 Grad sind Außentemperatur, 17,7 und hinten haben wir 25,2. Ist ganz schön warm. Ja, es ist warm, aber ich ziehe jetzt trotzdem die Jacke an, weil ich einen Zaubertrick lernen will. Du willst einen Zaubertrick? Was willst du? Du willst jetzt die Sonne herzaubern oder? Nein. Was denn dann? Das Essen ist fertig. So, Jetzt essen wir. jetzt sind wir dran. So, komm her mal. Kassi, jetzt essen wir. Kassi, Chantal hat Hunger. Chantal hat Hunger. Kassi hat Hunger. Der hat gerade gegessen. Der hat gerade gefressen. Gut, so, bitteschön. Da muss bestimmt mal. So, hier haben wir nochmal das Schild mit der Telefonnummer zur Anmeldung zum Stellplatz. Und wenn ihr hier reinfahrt, hier links kommt ihr reingefahren, dann haltet ihr euch links und da ist hier eine Auffahrt und da oben ist das Büro zum Anmelden. Es fängt wieder an zu regnen, liebe Wohnmobilfreunde. Und ihr seht es, der Stellplatz ist gefüllt, er ist ausgebucht.